Immer wieder werde ich von Mandanten gefragt, was ist eigentlich von der globalen Mindeststeuer zu halten, also von jenen 15%, die große Unternehmen auf ihre Gewinne nun bezahlen sollen angeblich. Ich habe es schon mehrfach auf diesem Kanal gesagt und ich wiederhole es noch einmal. Ich halte sie für einen Rohrkrepierer. Ich denke, sie bringt nichts und sie ist komplett sinnlos. Warum das so ist, das werde ich jetzt anhand von 9 Beispielen nochmals in diesem Video erklären. Also, zunächst mal muss man sagen, dass die globale Mindeststeuer noch nicht mal von allen Ländern weltweit hier gesetzlich verabschiedet wurde. Bestes Beispiel und wichtigstes Beispiel die USA. Die Mindeststeuer ist noch nicht im Parlament verabschiedet. Sie hängt im US-Senat. Es ist unwahrscheinlich, dass es hier jemals zu einer Verabschiedung des Gesetzes kommt. Die Republikaner sind strikt dagegen. Im November 2024 wird ja auch ein Drittel des Senats neu gewählt. Außer also dort gibt es Verschiebungen, wird es auch bis auf weiteres in den USA hier keine gesetzliche Grundlage für diese globale Mindeststeuer geben. Das heißt, vielleicht müssen deutsche Unternehmen oder österreichische Unternehmen oder französische Unternehmen diese Steuer bezahlen, aber amerikanische Unternehmen werden sie weiter nicht bezahlen müssen. Das sind die größten Unternehmen der Welt. Man fragt sich also dann, was das Ganze überhaupt für einen Sinn macht. Zunächst mal musst du natürlich dir nochmal vor Augen halten, dass diese Mindeststeuer nur für Unternehmen gilt, die einen Umsatz von mindestens 750.000 Euro, Dollar, Franken etc. machen. Also kleine Unternehmen, die allermeisten Unternehmen sind davon ohnehin überhaupt nicht betroffen. Also du musst dir dazu grundsätzlich sowieso keine Sorgen machen. Nun, wer weiß, vielleicht werden die Staaten irgendwann entscheiden, dass jetzt diese 15% für alle Unternehmen gelten. Etwas, was ich mir absolut vorstellen kann. Aber bis dahin ist im Grunde genommen hier ein Kleinunternehmen nicht von dieser Maßnahme betroffen. Aber selbst wenn es dazu kommen würde, das heißt, selbst wenn man sagen würde, jetzt müssen alle 15% bezahlen, dann bin ich ziemlich sicher, dass die meisten Länder oder viele der interessanten Länder hier Sondermodelle für kleinere Unternehmen finden werden. Bestes Beispiel, was hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten passiert ist. Dort hat man ja vor kurzem eine 9%ige Steuer eingeführt. Es wird schon gemunkelt, dass diese auf 15% erhöht werden soll, eben hier auch im Kontext globale Mindeststeuer. Aber tatsächlich zahlen die meisten Unternehmen natürlich die Steuer nicht. Denn bis zu einem Umsatz von 750 Millionen Euro ungefähr umgerechnet, muss man die Steuer nicht bezahlen, wenigstens momentan noch nicht. Und die ersten 100.000 Euro ungefähr Gewinn sind ohnehin steuerfrei. Und das sind ja locker mehr als 80% aller Unternehmen. Denn weit mehr als 80% aller Unternehmen sind Kleinunternehmen und Kleinstunternehmen. Einzelunternehmer. Selbst wenn also hier viele Länder sich dafür entscheiden würden, solche Unternehmer mit 15% zu versteuern, kann ich mir vorstellen, dass es weiterhin Länder geben wird, eben wie zum Beispiel die Emirate oder auch andere Länder, die sich selbst weiterhin attraktiv machen würden für kleinere Unternehmen. Eine andere Variante dessen ist das, was Malta ja schon seit Jahrzehnten macht, will ich nun sagen. Malta hat ja einen der höchsten Körperschaftssteuersätze der Welt offiziell, 35%. In jeder Erhebung, in jeder Statistik, die du dir anschaust, steht Malta da ganz oben. Tatsache ist es aber so, dass der Gesellschafter vom maltesischen Staat hier 6/7 der in Malta bezahlten Steuer zurückbekommt. Effektiv muss man also in Malta 5% Steuern bezahlen. Lange Zeit haben das da die großen Länder oder auch die EU überhaupt nicht mitbekommen, was da eigentlich abgeht in Malta. Die haben das nicht wirklich verstanden, was dieses Modell in Malta eigentlich für Implikationen hat. Mittlerweile, seit 10 Jahren oder so, weiß das natürlich jeder, was da in Malta passiert. Aber zunächst mal konnte da keiner wirklich dahinter schauen. Teuer bezahlte Berater, zum Beispiel von PwC, haben ja dieses Modell hier entwickelt, als Malta in die EU eingetreten ist. Das Modell hatte den Segen der EU, ja, und seitdem hat Malta eben effektiv den geringsten Körperschaftsteuersatz in der EU. Und etwas Ähnliches sehen wir jetzt zum Teil auch in anderen Ländern. Bestes Beispiel Zug in der Schweiz. Du weißt vielleicht, Zug ist der Kanton in der Schweiz, wo am wenigsten Körperschaftsteuer bezahlt wird. In der Schweiz ist ja die Steuer von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Zug hat hier konkurrenzlos günstige Sätze, weniger als 12% Steuern, also weniger als diese 15%. Nun musste also auch Zug hier
für große Unternehmen die Mindeststeuer erheben, also 15%. Wenn es ums Geldverdienen geht, sind die Schweizer natürlich nicht auf den Kopf gefallen. Hierzu schauen wir uns einmal diesen Artikel aus der NZZ an. Was ist also passiert? Nun, der Kanton Zug sagt, okay, wir müssen jetzt 15% erheben, aber so ähnlich wie Malta gebe ich dir die 3% sofort wieder zurück dem Unternehmen oder sogar 4%. Ich gebe diese dir nämlich zurück als Subventionen, als Förderungen. Das ist ja nicht verboten. In Malta ist es der Gesellschafter, der hier die Steuer zurückbekommt. Das ist vielleicht etwas aggressiver. In der Schweiz ist es das Unternehmen. Die NZZ schreibt hier, um die Großkonzerne weiter bei Laune zu halten, verteilen sie großzügig finanzielle Zuschüsse. Hier ist von den Zugern die Rede. Und glaubt doch nicht, dass hier die Zuger die einzigen sind. Hier werden sicherlich andere Länder folgen. Das heißt eigentlich im Grunde, egal wie hoch diese Mindeststeuer sein wird, manche sagen jetzt ja schon, 15% ist nicht hoch genug, es müssen 20% sein. Es wird immer Länder geben, die sich hier clevere Lösungen zugunsten der Unternehmen einfallen lassen, damit der effektive Steuersatz viel niedriger ist als der Steuersatz, der hier eben offiziell veröffentlicht wird. Und das ist übrigens eine sehr wichtige Lektion, das habe ich auch schon mehrfach hier auf diesem Kanal gesagt. Lass dich nie durch die veröffentlichten Steuersätze hier aus der Ruhe bringen und lass dich dadurch nicht irreführen. Gerade auch für viele Niedrigsteuerländer gilt, dass vielleicht der Steuersatz, der veröffentlicht wird, der eine ist. Der ist vielleicht gar nicht niedrig, der ist vielleicht sogar hoch, wie im Beispiel von Malta, aber wenn man sich dann hier das Kleingedruckte anschaut, wenn man dann hier sich anschaut, welche steuerlichen Vorteile es tatsächlich gibt, dann sind das doch, wie zum Beispiel jetzt im Falle der Schweiz oder auch im Falle Maltas, natürlich ziemlich attraktive Steuersätze, die hier abgerufen werden. Und das genau wird meiner Meinung nach mit der Mindeststeuer passieren. Glaubt doch nicht, dass hier einige Kantone in der Schweiz die einzigen sind, die hier solche Tricks und solche Schlupflöcher dann einführen werden. Wie die NZZ geschrieben hat, wird ebenso aus dem Steuerwettbewerb ein Subventionsstreit. Alle zahlen den gleichen Steuersatz, aber überall gibt es verschiedene Subventionen. Also ein komplett lächerliches Modell, eine komplett lächerliche und beknackte Idee, diese Mindeststeuer hier ein totaler Rohrkrepierer, wie ich es von Anfang an gesagt habe, es wird nie funktionieren. Man kann jetzt lange argumentieren, dass der Steuerwettbewerb etwas Schlechtes ist. Sicher, er hat bestimmte Seiten, die sind schlecht, aber was hier nun fabriziert wurde, da scheint mir die Medizin schlimmer zu sein als die Krankheit. Oder was denkst du? Hältst du die Mindeststeuer, welche sich hier die OECD hat einfallen lassen, für eine sinnvolle Maßnahme? Ist die Implementation gelungen? Was hättest du anders gemacht? Was würdest du vorschlagen? Lass es mich hier in den Kommentaren wissen. Mich interessiert deine Antwort sehr. Wenn das Thema Unternehmensbesteuerung bzw. Optimierung der Unternehmensbesteuerung auch für dich wichtig ist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, Unternehmen im Ausland zu gründen, meistens in Kombination mit einem Wegzug. Denn Hand aufs Herz, wenn du in Deutschland wohnst, dann ist es wenigstens als Unternehmer recht schwierig, hier steuerliche Vorteile zu erzielen. Großkonzerne können das vielleicht, aber du und ich, wir können das nur außerhalb von Deutschlands. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.